Wenn man über das Thema Börse spricht, kommt man natürlich an den großen Notenbanken dieser Welt, ob nun die Europäische Zentralbank oder noch wichtiger, die US-amerikanische Fed, letztlich nicht vorbei. Die Entscheidungen, die die Notenbanken treffen, ja, die treffen dann natürlich dementsprechend auch immer auf den Devisenmarkt. Ja, und nach den letzten Entscheidungen haben wir ja schon gesehen, ja, da hat man sich ja beim Euro und beim Dollar dann doch wieder mit leichten Veränderungen einstellen zu haben. Heißt also dementsprechend immer wieder auch achten auf das, was die Notenbanken tun. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Ja, vor allen Dingen der Devisenmarkt, der Forex-Markt, das ist ja der liquideste der Welt. 7,5 Billionen Dollar werden da tatsächlich täglich hin und her geschoben. Heißt also Liquidität letztlich pur. Nur wie kann ich als Anleger davon dann auch profitieren? Vor allen Dingen halt eben, wenn ich auf den algorithmischen Handel beziehungsweise halt eben auf die dementsprechenden Notenbankentscheidungen schauen muss. Dazu heute unser Spezialist im Gespräch, Markus Effland von 1000 FTAD. Ja, Herr Effland, wenn wir mal hinschauen, Zentralbankentscheidungen auf die Währungen, welchen Einfluss hat man denn da? Die Zentralbankwährungen sind natürlich die entsprechenden Player am Markt, was die Währungen betrifft. Egal, ob das die zur Verfügungstellung von Liquidität ist, egal, ob das Notenbankinterventionen sind, Quantitative Easing, all diese Dinge, Zinssatzveränderungen, die wirken natürlich ganz, ganz massiv auf die Währungen ein. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auf die Entscheidungen der Notenbanken zu achten. Und in dem Zusammenhang muss es wichtig zu wissen, dass selbst die Vermutung, welche Kurse in Zukunft kommen könnten, nämlich egal ob bearish oder dovish oder hawkish entsprechend, das ist schon entscheidend, wie die Kurse verlaufen können. Egal wie der Kurs nach oben geht oder nach unten, automatisierte Handelssysteme haben hier natürlich einen wesentlichen Vorteil. Jetzt hat natürlich Christine Lagarde von der EZB mehr oder minder geliefert. Wer dann noch so ein bisschen hinterherläuft, und das mag der Mann im Oval Office, der aktuelle US-Präsident, gar nicht, das ist die Fed mit Jerome Powell. Die sehen anscheinend, noch keine Notwendigkeit, tatsächlich an der Zinsschraube nach unten zu drehen. Wie sehen Sie die Situation in den Vereinigten Staaten? Nun, in dem Zusammenhang ist es natürlich so, dass wir natürlich diese politischen Einwirkungen ganz massiv sehen. Wir haben gesehen, was die Auswirkungen von Präsident Trump in Bezug auf den Bereich der Zölle Einwirkungen gehabt hat auf die Währungspaare. Und in dem Zusammenhang können wir natürlich beobachten, dass wir hier einen momentan noch fallenden Dollar sehen. Wir sehen momentan eine Stabilisierung und wir können da erwarten, dass wir vielleicht eine kurzfristige einen Return erwarten können. Aber wie kann letztlich der Anleger denn von solchen, sagen wir mal, Währungsschwankungen profitieren? Eigentlich von mehreren Seiten. Einmal natürlich direkt durch den effektiven Devisenhandel. Das heißt, er kann natürlich auf Währungspärchen, Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, welches auch immer, kann er natürlich aktiv mit Long- oder Short-Positionen setzen und davon profitieren. Andererseits kann natürlich auch hier Wertpapierdepots, die bestehen, bereits besichert werden. Das heißt, wenn ich hier natürlich US-Aktien halte, die im US-Dollar notiert sind, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass wenn ich da entsprechende Put-Optionen setze, dass ich hier meinen Kurs auffangen kann und gegebenenfalls auch noch zusätzliche Prozentpunkte in mein Depot bringen kann. Wenn Sie da mal drauf schauen, Chance gegen Risiko, was ist stärker? Ja, Segen und Fluch, das ist natürlich ganz klar. Es hängt natürlich ganz, ganz entscheidend davon ab, welches Risikomanagement ich habe. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen detaillierter mit den Zusammenhängen im Währungsmarkt auseinandersetzen, damit ich auch weiß, wann große Player Währungen nach oben oder auch nach unten handeln. Wenn ich das entdeckt habe, dann habe ich natürlich mit dem Hebeleffekt, den ich setzen kann, auch mit ganz kleinen Kursbewegungen schon ganz attraktive Renditen, die ich erzielen kann. Und das macht
macht den Devisenhandel natürlich charmant. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch genau wissen, was man tut, denn ich habe natürlich auch das entsprechende Risiko, wenn der Kurs natürlich nicht in meine erwartete Richtung läuft. Und dementsprechend muss ich natürlich schauen, dass ich ein gutes Risikomanagement für mich umsetze, damit ich hier nicht ins Messer laufe. Sie hatten es eingangs schon angesprochen, das ganz, ganz große Thema algorithmischer Handel. Inwieweit schlägt der denn letztlich dann durch und wie kann ich den als Anleger für mich nutzen? Der algorithmische Handel hat in den letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren so immens zugenommen. Das heißt, fast 70% der Hauptwährungen werden über algorithmische Systeme, KI-Systeme etc. gehandelt. Das bringt aber auch eine gewisse Sicherheit in den Markt, denn ich habe niedrige Spreads, die gehandelt werden. Ich habe eine sehr hohe Liquidität zur Verfügung steht und das gibt mir natürlich eine gute Preisbindung und das gibt mir die Möglichkeit, attraktiv zu handeln. Automatisierte Handelssysteme haben natürlich dann den Vorteil, dass sie den Markt scannen, dass sie die Kurse scannen, entsprechende Indikatoren scannen, auch die Marktdaten von Geopolitik, Politik etc., Wirtschaftsdaten scannen und dementsprechend dann vollautomatisch auch Handelsentscheidungen treffen. Wenn ich nun Devisen handele, dann muss ich aber auch immer von einer, ich will mal sagen, etwas intensiveren Bewegung, wir sagen Volatilität letztlich ausgehen. Wie bekomme ich die denn in den Griff als Privatanleger? Volatilität kann natürlich sehr schnell entstehen. Das macht es aber auch charmant, denn eine Volatilität ist für ein automatisiertes Handelssystem eine ganz, ganz hervorragende Grundlage, um gute Renditen bei vernünftigem Risikomanagement zu erwirtschaften. Und das ist die Grundlage für eigentlich den Handel, weil eine vernünftige Volatilität einfach die Basis ist für gute Renditen. Wenn ich einen Seitwärtsmarkt habe, dann kann ich natürlich auch wenig Renditen erwirtschaften. Deswegen, wenn dem richtigen Risikomanagement ist die Volatilität nichts Böses, nichts Schlechtes, sondern es ist wirklich was Gutes. Ich muss nur wissen, was ich tue. Was sagt denn letztlich Markus Effland tatsächlich zu den aktuellen Notenbankentscheidungen, ob nun EZB oder FED? Christine Lagarde hat ja für die Eurozone immer ausgerufen, 2% Inflationsziel. Wenn wir da sind, senken wir die Zinsen. Macht sie ja auch brav. Aber in Amerika läuft man da ja noch hinterher. Ja, da ist natürlich ein bisschen schwierig, aufgrund der aktuellen Situation da Prognosen für die Zukunft zu setzen. Wir haben ja alle keine Glaskugel. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass wir ganz besondere Umstände haben, die seit der Trump-Regierung derzeit herrschen. Und da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass es sowohl nach oben als auch nach unten gehen kann, weil einfach die Geldpolitik anders gehandhabt wird im Momentan, wie es vorher so der Fall war. Auch da ist es natürlich ein großer Vorteil, automatisierte Handelssysteme zu haben, weil so einem Handelssystem, die handeln vollkommen emotionslos und es ist ihnen vollkommen egal, ob die Kurse nach oben oder nach unten gehen. Sie sind immer dabei. Sie sprachen auch das Thema Zölle an, bedingt halt eben durch Donald Trump aus dem Oval Office. Was denken Sie in Bezug auf den 9. Juli? Da haben wir ja ein Datum jetzt stehen, wo nochmal verhandelt werden soll. Kommt man sich entgegen oder werden die Europäer tatsächlich mit 50% Zöllen rechnen müssen? Nun, ich denke, dass Präsident Trump eine ganz, ganz maßgebliche Figur ist, die auf Deals aus ist. Also er ist eigentlich der Geschäftsmann, der gute Deals sehen möchte und zwar für beide Seiten. Und America First heißt zwar immer, aber wenn man sich so die Entwicklungen der letzten Monate aussieht, es sah dann auch richtig gut aus, dann auch für die anderen Parteien. Deswegen setze ich eigentlich darauf, dass sie zu einem guten Ergebnis kommen werden und wir eine vernünftige Regelung finden, sodass die Zölle im vernünftigen Rahmen bleiben könnten. Was würde dann im Devisenhandel passieren? Nun, da können sich natürlich bei solchen Events Kurse natürlich extrem nach oben oder nach unten bewegen. Auch da muss man natürlich sehr darauf achten, auf die entsprechenden Indikatoren und muss natürlich den Markt beobachten, damit man genau weiß, wann, an welchen Schwellen man setzen kann, damit man eben, egal ob es rauf oder runter geht, dabei ist. Und das sollte man nicht verpassen, das dabei sein, meine Damen und Herren. Markus Effland von 1000 FTAD zum großen Thema, dem Devisenhandel, natürlich zu den Zöllen und natürlich ganz klar zu den Notenbanken. Ja, und das war schon wieder hier von Wirtschaft TV aus der Frankfurter Wertpapierbörse.